Hallo, ich bin die Anne und das hier ist unser Spiel Planetenverteidigungskanonenkommandant, kurz PVKK. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind auf der Gamescom 2025 am Tag 3 und wir stehen hier in der Indie Arena vor PVKK. Für was steht das denn, Anne? Ja, PVKK steht für Planetenverteidigungskanonenkommandant und das ist genau die perfekte Beschreibung, was man in dem Spiel macht. Okay, und wie verteidigen wir denn unseren Planet? Also wir haben eine gigantische Kanone und einen kleinen Bunker, in dem wir sind und der Bunker, der dient uns als Zuhause und als Arbeitsplatz zugleich. Wenn man die Kanone abfeuern will, weil feindliche Schiffe ankommen, dann hat man ein ganz komplexes Pult, um die Kanone zu bedienen. Da gibt es viele Knöpfe und Hebel und Schalter, die man umlegen muss dafür. Wie steuert man es daheim? Genau, zu Hause, da reicht die Tastatur und die Maus dafür. Da kann man genauso alles machen wie hier auch. Und uns ist auch sehr wichtig, dass das Feedback gut ist, also dass sich das gut anfühlt trotzdem, wenn man die Knöpfe drückt und Hebel betätigt, dass das irgendwie ein befriedigendes Gefühl ist trotzdem. Also das ist uns sehr wichtig. Im Anschluss nach der Gamescom habe ich bei Bits nachgefragt, ob sie auch für daheim planen, dass man selbst gebaute Controller verwenden kann. René antwortete, dass derzeit noch nichts dergleichen geplant sei, was jedoch nicht bedeutet, dass sie dies nicht tun möchten. Es handelt sich lediglich um eine Idee, über die sie gerade erst nachdenken. Daher wurde noch keine Entscheidung getroffen. Sie beginnen gerade erst zu prüfen, a, was den Menschen gefallen würde und b, was organisatorisch und rechtlich möglich sei. Sie möchten aber noch nicht zu viel versprechen. Und wie ist denn so die Gameplay-Loop? Fängt man irgendwie an einem Tag an und endet dann irgendwie oder ist von Anfang und bis man da stirbt oder? Genau, also man hat ja das als Zuhause, den Bunker, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Man wacht auf aus seinem Bett, geht an sein Teleradio. Das Teleradio ist im Prinzip wie so ein alter Fernseher und das ist so die Schnittstelle zur Außenwelt, zu deinem Kommandant, der dir dann eine Mission gibt und dann musst du die ausführen. Oder halt nicht, je nachdem. Das ist dann deine Entscheidung. Und wenn man dann das geschafft hat, ist dann der Tag vorbei und dann geht man schlafen? Genau, im Prinzip genauso. Und am nächsten Tag die nächste Mission, bis dann die Munition zu Ende ist oder wie ist das? Nein, also die Munition nicht, die hat man schon ausreichend, würde ich sagen. Aber die Mission solltest du halt erfüllen. Und es kommen halt eine bestimmte Anzahl an feindlichen Schiffen. Und der Auftrag ist dann jeweils halt bestimmte Schiffe abzuschießen, vielleicht auch bestimmte Schiffe durchzulassen. Und das musst du dann tun. Und wenn du das geschafft hast, ist die Mission vorbei und quasi der Tag endet damit. Man hat aber auch noch Zeit, so sich im Bunker ein bisschen umzuschauen, ob man vielleicht noch irgendwo was rausfinden kann, wo irgendeine geheime Botschaft versteckt sein könnte oder man irgendwas findet. Das heißt, in dem Spiel gibt es dann noch Story und eine Kampagne? Ganz genau, ja. Kannst du schon ein bisschen was zur Kampagne sagen? Naja, die Kampagne besteht im Prinzip daraus, dass du halt diese Mission erfüllst. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, geht es dann halt weiter. Es gibt 3 verschiedene Fraktionen und jede hat so ihre eigene Motivation. Und jede will dich irgendwie einspannen für ihre Zwecke. Und du musst dann halt gucken, wie entscheide ich mich, was mache ich, wem möchte ich hier helfen. Wie viele Leute seid ihr denn in dem Team, die daran arbeiten? Bits besteht aus 7 Leuten, so, das ist das Kernteam. Da arbeiten nicht alle an PVKK. Aber wir haben immer noch jede Menge Freelancer, die damit arbeiten. Und jetzt bei PVKK würde ich schätzen, so zwischen 8 und 10 Leuten ungefähr, die daran arbeiten. Und wie lange werdet ihr noch daran arbeiten? Also Release ist geplant für nächstes Jahr, so Sommer, Ende Sommer ungefähr ist der Zeitraum. Wir müssen dann immer gucken, wie das dann aufgeht, aber das ist erstmal der Plan. Und wenn es nach euren Wünschen und Hoffnungen geht und das Spiel total gut einschlägt bei den Leuten, wollt ihr einen zweiten Teil machen oder ein DLC oder ist es für euch dann die Geschichte hier zu Ende, wie auch immer ihr die Geschichte beendet? Oh, das ist ganz schwierig zu sagen. Also wir warten erstmal ab, was dann wirklich passiert und dann denken wir über weitere Sachen nach. Wann können wir denn so mit einer Demo rechnen? Demo ist aktuell noch nicht geplant. Also wir haben auf unseren Discord-Server, da veranstalten wir so Playtests. Dafür kann man sich anmelden, da kann man zufällig ausgewählt werden und da kann man schon mal reinschnuppern und sein Feedback abgeben. Das ist so die einzige Variante, wo man das spielen kann oder halt auf der Messe hier. Aber das ist natürlich nur sehr temporär. Was war denn so das liebste Feature, das jetzt im Spiel ist? Naja, ich sag mal so, der Abschuss von der Kanone, ich glaube, das ist so das ganz große Highlight überhaupt an dem Spiel. Und das soll sich auch richtig schön saftig anhören und Spaß machen, wenn man dann den roten Knopf drückt. Und wie lange hat das hier gebraucht, die Maschine zu bauen? Die Maschine selber, die haben wir nicht gebaut. Da haben wir eine Firma über unseren Publisher bekommen. Die Firma, die ist in London und die ist total spezialisiert auf den Bau von diesen Maschinen. Die haben ungefähr 6 Wochen Planungszeit gehabt
und dann nochmal 6 Wochen ungefähr zum Bauen mit 3 Leuten. Und wenn man jetzt Gamescom verpasst hat, wo findet man euch als nächstes mit der Maschine? Die Maschine, die zieht dann weiter nach Japan auf die Tokyo Game Show. Und vielleicht hier nochmal irgendwo lokaler, irgendwo gibt es auch nochmal? Bisher noch nicht, nein. Aber man wird gucken, wo man die dann noch weiter verwenden kann. Also ich denke mal, die wird schon noch hier und da auftauchen auf irgendwelchen großen Messen oder so, aber das müssen wir sehen. Jetzt geht es erstmal nach Japan und dann mal schauen, wo die am Ende landet. Und Feedback bisher so gut gewesen von den Leuten? Sehr gut, ja. Also die meisten können es kaum erwarten. Die finden das richtig gut. Cool. Dann vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Zeit und dass ich spielen durfte. Und dann, genau, euch da draußen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf, Wishlisten und auf dem Discord joinen. Wofür ihr spielt es? Ja, vielen Dank dir auch. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.